Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So Paul is making it very clear that, whether you eat food, you don't eat, these things don't make you closer to God. Paulus macht also sehr deutlich, ob du nun isst oder nicht isst, diese Dinge bringen dich nicht näher zu Gott. Now remember the context. Erinnere dich an den Kontext. Some people thought as a Christian you can't do this, others say as a Christian you can't do this. None of these things make really you come closer to God. Einige Leute dachten, dass du das als Christ tun kannst und andere sagten, dass du das als Christ nicht tun kannst. Keines dieser Dinge bringt dich wirklich näher zu Gott. So look what he's saying right now. Schau, was er jetzt sagt. He's telling us that in verse 9. In Vers 9 sagt er uns, You must be careful that the liberty you exercise in eating food offers to idols doesn't offend the weak believers. aber ihr müsst aufpassen, dass ihr mit der Freiheit, Götzenopfer zu essen, nicht die beleidigt, belastet, deren Glaube noch schwach ist. Now, let me tell you my own personal opinion and my sadness at the same time. Lass mich dir nun meine persönliche Meinung und gleichzeitig meine Traurigkeit mitteilen. It seems that this statement from Paul has been completely ignored by Christians, Es scheint, diese Aussage von Paulus wurde von den Christen völlig ignoriert, but was only used by those who wanted to justify why they didn't do certain things. und nur von jenen benutzt, die rechtfertigen wollten, warum sie bestimmte Dinge nicht machten. So, let me give you an example. Ich gebe dir ein Beispiel. In the Austrian culture, I'm Austrian, to drink alcohol is part of the culture. In der österreichischen Kultur, ich bin Österreicher, ist es Teil der Kultur, Alkohol zu trinken. So, for Christians to be drunk, every Christian knows it's wrong. Jeder weiß, dass es für Christen falsch ist, betrunken zu sein. So Christians in Austria teach that you can drink, but don't get drunk. Also lehren die Christen in Österreich, dass du trinken kannst, aber dich nicht betrinken sollst. Now, I don't believe this is Austrian culture. I believe this is Bible. Ich glaube nicht, dass das die österreichische Kultur ist. Ich glaube, das ist es, was die Bibel sagt. Jesus drank. Jesus trinkt. And the New Testament doesn't forbid us drinking alcohol anywhere. Und das Neue Testament verbietet uns nicht, Alkohol zu trinken, nirgendwo. But the New Testament does forbid us to get drunk. Aber das Neue Testament verbietet uns, uns zu betrinken. So what happens? Was passiert also? You go to another country where they don't believe that. Du gehst in ein anderes Land, in dem man das so nicht glaubt. So now you will have a pastor who has been a pastor for 20 years. Jetzt hast du einen Pastor, der seit 30 Jahren Pastor ist, And he uses that very Bible verse. und er benutzt genau diesen Bibelvers. Look, if you drink alcohol, then it will offend my conscience. Schau, wenn du Alkohol trinkst, dann beleidigt das mein Gewissen. And I said, hang on a minute, you've been a pastor for 30 years, leading people for 30 years, been a Christian for 40 years, and you still have a weak conscience? Und ich sage, Moment mal, du bist seit 30 Jahren Pastor, leitest Menschen seit 30 Jahren, bist seit 40 Jahren Christ und hast immer noch ein schwaches Gewissen? You see, this is not to justify your weak conscience. Verstehst du, dass das keine Rechtfertigung für dein schwaches Gewissen sein soll? Your conscience needs to be adapted to the Bible, not to your culture. Das Gewissen muss an die Bibel angepasst werden, nicht an deine Kultur. But this is talking about weak Christians. Aber hier sprechen wir von schwachen Christen. So whenever I go anywhere, my question has always been like this. Wenn ich also irgendwo hingehe, ist meine Frage immer so. Guys, are there people here that will be offended in their conscience if I have a glass of wine? Leute, gibt es jemanden, dessen Gewissen belastet ist, wenn ich ein Glas Wein trinke? If they are, Wenn ja, then I'm not going to touch it. dann lasse ich die Finger davon. But a pastor's meeting with all strong leaders, this does not apply. Aber bei einem Pastorentreffen mit allesamt starken Leitern, da gilt das nicht. The context is very clear. A guy who's been saved, newly saved, he used to be in this idol knowledge, idol worship, and now his conscience is accusing him. Der Kontext ist sehr klar. Ein Mensch, der gerade erst gerettet wurde, es gewohnt war, Götzen zu verehren und jetzt klagt ihn sein Gewissen an. It literally says offend the weak believers. If you're a weak believer, you're not supposed to be a pastor. Dann heißt es wörtlich, beleidigt nicht die, deren Glaube noch schwach ist. Wenn du ein schwacher Gläubiger bist, solltest du kein Pastor sein. So I've basically seen this
warning from Paul only applied in these ways. Ich habe es leider immer so gesehen, dass diese Warnung von Paulus nur auf diese zwei Arten angewendet wurde. Either people completely ignore it and then they cause the weak brother to stumble, which is wrong. Entweder ignorierten die Menschen es völlig und brachten dann den schwachen Bruder ins Straucheln, was falsch ist. Or those who don't want to do a certain thing use this to prove that you are not supposed to do them even though they're already strong Christians. Oder jene, die eine bestimmte Sache nicht tun wollten, benutzten dies, um zu bewirken, dass andere es ihretwegen auch nicht taten, obwohl sie bereits starke Christen waren. Hey, don't watch that movie because this is very offensive to my weak conscience. Schau diesen Film nicht an, denn das belastet mein schwaches Gewissen sehr. Yeah, I know I've been a Christian for 30 years, but it's still offending me. Ja, ich weiß, ich bin seit 30 Jahren Christ, aber es belastet mich trotzdem. No, Paul does not even hint that. Nein, das deutet Paulus nicht einmal an. So look at the whole context. Schau dir den gesamten Kontext an. If you come from let's imagine. Stellen wir uns vor. So because I used to have a friend that I haven't seen in a long time. Ich hatte einen Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. But he got saved from a really, really terrible lifestyle. Er wurde aus einem wirklich schrecklichen Lebensstil gerettet. He was a porn star. Er war ein Pornostar. I mean, hardcore porn star. Ein Hardcore-Pornostar. Now, let's imagine that he becomes a Christian. He did. The guy actually did become a Christian. Stell dir nun vor, er wird Christ. Er wurde es wirklich. Der Mann ist tatsächlich Christ geworden. So he's a Christian. Er ist also Christ. And then I watch a movie that's not anything pornographic. Und dann schaue ich einen Film, der nichts Pornografisches zeigt. But it has a couple of sensual scenes in it. Aber es gibt ein paar sinnliche Szenen darin. Now, let's imagine, for me, that's perfectly okay to watch because I close my heart, I'm fine. Nun stellen wir uns vor, für mich ist das völlig in Ordnung, es anzusehen. Denn ich verschließe mein Herz, es geht mir gut. But this guy from this background, a new Christian, this could actually cause him to stumble. Aber dieser Mann mit diesem Hintergrund, ein neuer Christ, könnte dadurch tatsächlich ins Straucheln geraten. So I would never watch that movie. Also würde ich mir diesen Film nie ansehen. So the question is always what background do people have? How long have they been a Christian? How weak the conscience is? Die Frage ist also immer, welchen Hintergrund haben die Leute? Wie lange sind sie schon Christen? Wie schwach ist ihr Gewissen? That's where Paul says, be careful about with your own liberty. Deshalb sagt Paulus, seid vorsichtig mit eurer eigenen Freiheit. So Paul understood that we mature Christians, we are free. We can do what we want as long as we don't sin. Paulus hat also verstanden, dass wir als reife Christen frei sind. Wir können tun, was wir wollen, solange wir nicht sündigen. But some things will actually cause you to be offended and stumbled in your conscience. Aber manche Dinge werden uns tatsächlich belasten und unser Gewissen plagen. It's called loving your brother more than your own liberty. Wir nennen das, liebe deinen Bruder mehr als deine eigene Freiheit. Shouldn't be so hard, should it? Das sollte doch nicht so schwer sein, oder? The church needs to learn to practice this. Die Gemeinde muss lernen, das zu praktizieren. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.